Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Elevator steht diese Woche an und ich werde euch in diesem Video alles darüber verraten, was ihr dazu wissen müsst. Alle wichtigen Informationen und Side Facts auf jeden Fall jetzt gebündelt in diesem Video. Hier unten sieht man schon, der Elevator in 2 Tagen, 4 Stunden ist es soweit. Da erwartet uns das Ganze hier. Darüber hinaus bin ich jetzt auch mittlerweile hier in der Dauerschleife der Idole als 21. Gegner vertreten. Also die Leute, die da schon sind bei der Etage, können da jetzt mittlerweile schon gegen mich kämpfen. Wir werden das Ganze morgen in dem Video machen, weil das, finde ich, das gehört in ein extra Video, wenn ich mir schon selbst auf die Mütze geben darf. So, ne? Wird nicht sehr schwierig werden, so von den ersten Einschätzungen, die ich gesehen habe. Allerdings spielt das auch gar keine Rolle. Es geht um den Fakt, dass ich da einfach drinne bin und das ist schon wirklich eine sehr krasse Ehre. Gut, kommen wir zu den wichtigen Informationen des Videos und zwar gab es einen Post dazu, wo alles im Detail erklärt worden ist, was der Elevator ist und worum es dabei geht. Ja. Was ist der Elevator und welche Events stehen sonst noch an? Ein höllisches Willkommen zur Bergfest-News. Fangen wir schnell mit den Events an. Ja, die Events sind jetzt nicht weiter, sag ich mal, gut, kann man mal erwähnen. Hier Erfahrung, Sanduhren, ne? Epic und so, ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Was heißt nicht weiter schlimm? Nicht weiter interessant, sag ich mal. Und die nächsten Events hier auch noch aufgereiht. Gut, kommen wir jetzt zu den anderen Sachen, zum Elevator Bing. Der Elevator ist da. Mit unserem neuen Update 11.1 erwartet dich ein brandneues Event, der Elevator. Kämpfe ab dem 4.3. um 16 Uhr an 10 Tagen gemeinsam mit deiner Gilde auf 500 Ebenen gegen mächtige Monster und sacke dicke Belohnungen ein. Ja, also um 16 Uhr am Freitag geht's los. Wie gesagt, wir sind da live. Ab 13 Uhr werde ich schon live gehen und ab 16 Uhr werden wir da direkt auch reingehen in das neue Update und danach werden wir W54 spielen. Ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Dies ist der Elevator, ein Fahrstuhl, der direkt in die Tiefen der Unterwelt fährt. Kämpfe gegen 500 stärker werdende Gegner und steige mit deiner Gilde in der Rangliste auf. Jeder Kampf kostet eine Schlüsselkarte. Alle 30 Minuten wird eine neue Schlüsselkarte generiert. Solltest du keine zur Hand haben, kannst du auch einen Pilz verwenden. Ja? Also das Ganze natürlich auch wieder, ja, man kann die Zeiten überspringen, ist ähnlich wie bei den Dungeons. Ne? Alle 24 Stunden wird der Elevator 20 Etagen zurückgesetzt, wodurch du die Gegner auf diesen Etagen erneut besiegen kannst. Für jeden besiegten Gegner erhältst du neben der üblichen Beute wertvolle Höllenmarken. Diese werden mit denen deiner Gildenmitglieder zusammengerechnet. Am Ende des Events werden alle teilnehmenden Gilden anhand ihrer verschiedenen Höllenmarken belohnt. Das heißt, umso besser das Zusammenspiel der Gilde ist, umso besser alle einzelnen Leute in der Gilde kämpfen, umso höher wird dann am Ende die Gesamtbelohnung werden. Das heißt, ihr kämpft alle einzeln gegen diese Gegner in dem Elevator und am Ende wird das Ganze dann summiert und dadurch bekommt ihr dann das Schlussresultat und damit dann einhergehend die Belohnung. Ja? Schlüsselkarten. Jeder Kampf kostet eine Schlüsselkarte. Alle 30 Minuten wird eine neue Schlüsselkarte generiert. Hast du ein Maximum von 15 Schlüsselkarten angesammelt, werden keine weiteren mehr generiert. Das heißt, alle 30 Minuten kriegt ihr eine Schlüsselkarte. Wenn ihr 15 habt, ist danach Schluss, ist dann quasi das Limit, ja, und danach, also müsst ihr mindestens immer so im Flow sein, dass ihr zumindest 14 Schlüsselkarten habt und dann in den Dungeon reingeht, um dann halt wieder neue für alle 30 Minuten generieren zu lassen, ja, sollte, denke ich mal, machbar sein für die 10 Tage, ne? Vergiss also nicht, sie regelmäßig einzusetzen. Wenn du gerade keine Schlüsselkarte zur Hand hast, kannst du auch einen Pilz zahlen. Wir werden uns natürlich zum Anfang des Events um 16 Uhr, wenn das Ganze startet, werden wir uns direkt durch die 500 Etagen durchpilzen. Ja? Wir werden gucken, wie weit wir kommen werden und das ist natürlich ganz klar, steht gar nicht zur Frage. Wir werden hier nicht das Ding hier für Free-to-Play durchziehen, da wird direkt am Freitag um 16 Uhr direkt hart reingecasht, ja. Ja, genau. Wenn du keine zur Hand hast, kannst du gerne einen Pilz zahlen, um dich in den Kampf zu stürzen. Solltest du anderweitig Schlüsselkarten finden, so passen diese immer in deine Taschen. Also
so viel, ja, scheint mir so viel zu sagen, wie dass man anderweitig auch noch Schlüsselkarten finden kann. Wo genau, kann ich euch jetzt nicht sagen, ob in Quest oder so, keine Ahnung, Glücksrad, weiß ich nicht. Ja, dann gibt es noch die Höllenmarken, die Hell-Tokens. Für jeden besiegten Gegner im Hellevator hältst du neben der üblichen Beute wertvolle Höllenmarken. Die Anzahl an Höllenmarken, die du für einen Kampf bekommst, hängt von der Etage des Gegners ab. Das heißt, umso höher in der Etage, umso mehr Höllenmarken bekommt man anscheinend auch. Deine Höllenmarken werden mit denen deiner Gildenmitglieder zusammengerechnet und am Ende des Events werden alle teilnehmenden Gilden anhand ihrer verdienten Höllenmarken belohnt. Also, ihr kämpft, generell kämpft ihr einzeln gegen diese Gegner so, ne? Aber im Prinzip, unterm Strich, kämpft ihr ja doch mit der Gilde zusammen. Das heißt, ihr müsst eure Gilde versuchen, da wirklich, sag ich mal, so ein bisschen, falls ihr auf einem alten Server spielt, so wie ich, und in einer etwas inaktiveren Gilde seid, dann müsst ihr da versuchen, wirklich da eure Gildenmates mal so ein bisschen in den Hintern zu treten mal für dieses Event, ne? Weil ihr profitiert da genauso von wie jeder andere aus eurer Gilde und ihr wollt natürlich möglichst hoch davon profitieren. Zumindest möchte ich das. Ja, gut. Machen wir weiter. Genau. Okay, gut. Gildenwechsel. Verlässt du deine Gilde während des Events, nimmst du deine Höllenmarken mit und kannst jederzeit eine neue Gilde beitreten. Jedoch verlierst du 5% deiner Höllenmarken. Du kannst weitere Kämpfe im Hellevator bestreiten und Höllenmarken verdienen. Allerdings werden deine Höllenmarken für 24 Stunden nicht zu denen deiner neuen Gilde dazu gerechnet. Benötigt einen weiteren Kampfversuch nach Ablauf dieser Zeit. Genau. Solltest du aus der Gilde geworfen werden, verlierst du keine Höllenmarken. Deine Höllenmarken werden nach 12 Stunden zu denen deiner neuen Gilde dazu gerechnet. Benötigt einen weiteren Kampfversuch nach Ablauf der Zeit. Ja. Ist, denke ich mal, ganz einleuchtend, ne? Gut, Hellevator Belohnungen. Ja, jetzt wird es interessant. Nachdem der Hellevator geschlossen ist, bekommen alle Mitglieder der Gilden, die teilgenommen haben, eine Belohnung. Diese hängt vom Hellevator Ranglistenplatz deiner Gilde auf der Spielwelt ab und skaliert mit deiner Stufe. Ja, also wichtig, von der Ranglistenplatzierung plus Stufe, die ihr habt, auch abhängig davon, ne? Die Platzierung deiner Gilde kannst du jederzeit im Hellevator in der Gildenrangliste einsehen. Du kannst deine Belohnungen bis zu 7 Tage nach Schließung des Hellevators abholen. Es ist egal, wann du deine Belohnung abholst, also man kann sogar auch ein bisschen warten. Sie wird beim Schließen festgesetzt. Die 3 Gilden einer Spielwelt mit den meisten Höllenmarken erhalten zusätzlich für die nächsten 60 Tage, Laufzeit beginnt mit Schließung des Hellevators, einen ganz besonderen Profilhintergrund. Das ist sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, also auf W50 wird das wahrscheinlich nichts werden. Auf W27 könnte das bei mir was werden und auf meinem Main natürlich, ne? Also strengt euch an. Ja, die ersten 3 Gilden des jeweiligen Servers bekommen einen Profil-Hintergrund. Das ist unglaublich krass. Das ist was ja, so ein bisschen mehr customized, was wir uns schon lange gewünscht haben. Generell das ganze Gildenthema, schon eine Sache, die wir uns schon sehr lange gewünscht haben, dass da ein bisschen neue Features kommen. So. Das ist ein Server-Event sozusagen. Wir haben einen Server-Boss uns ja schon länger gewünscht. Das wird damit mehr oder weniger auch abgedeckt. Man hat eine Gildeninteraktion, was die Aktivität der Gilde fördern sollte. Und man hat auch einen ganz besonderen Anreiz, nicht nur neben der Belohnung, die man bekommt, sondern auch noch einen customized Background für seinen Avatar zu bekommen. Ja, das sind wirklich sehr krasse Belohnungen und ist ein sehr heftiger Ansporn, wirklich unter den Top 3 eures Servers zu sein, von den Gilden her. Ja? Deswegen, ich weiß nicht, wie oft dieses Event vorkommen wird. Ich denke mal, das ist ja jetzt das erste dieser Art. Wer weiß, wann es das nächste Mal wieder sowas geben wird. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ja? Also das ist heftig. Und ich möchte natürlich auch diesen Profilhintergrund haben hier, ne? Ganz klar. Background-Infos und weitere Insights erhaltet ihr aber auch am Freitag schon um 15 Uhr bei der Shakes & Fidget Show auf Twitch, wenn Melly und Gäste von Playa Games etwas aus dem Nähkästchen plaudern und ihr später beim Let's Play des Hellevators die Chance habt, Pilze und weitere Gewinne abzustauben. Ja, also
es gibt wohl wieder eine Shakes & Fidget Show. Das heißt, wir werden da auch mal reinschauen. Wenn bei den Shows gucken wir ja immer selbst im Livestream auch mal zu, um mal zu gucken, was die noch so zu sagen haben. Und wenn es dann nachher um 16 Uhr selbst losgeht, dann streamen wir halt für uns selbst, dann gehen wir halt direkt rein in den Elevator, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ja, zum Abschluss lasst mich noch einmal die Vorregistrierung für 54 internationale Spielwelt ansprechen, bei der ihr bis zum Start der Spielwelt am Freitag um 16 Uhr für eine Sicherung des Spielcharakters nicht nur 10, sondern 25 Pilze erhalten könnt. Das heißt, wenn ihr euch schon vorab registriert hier auf dem Server, bekommt ihr direkt 25 Pilze. Ja? Das ist auch ganz nice. Okay, nun habe ich aber alles gesagt, was ich sagen sollte und wollte. Ich wünsche euch einen wunderbaren Mittwoch. Okay, ja, vielen lieben Dank. Und hier nochmal ein kleines Picture zum Elevator. Das ist nicht das einzige Picture, was ich habe. Im Discord sind schon ein paar andere Bilder aufgetaucht. Ich weiß nicht wie, ja, aber hier haben wir ein Bild, wo schon wo hier schon jemand bei Etage 302 ist, irgendwie von 500. So wird das Ganze wohl aussehen unterm Strich, ne? Hier oben haben wir die Schlüsselkarten, oder hier, wie hießen sie? Waren das die Schlüsselkarten? Auf jeden Fall haben wir hier die Höllenmarken, ja, und die Schlüsselkarten, die alle halbe Stunde, ja, genau, Schlüsselkarten, die jede halbe Stunde generiert werden, so, ne? Und ja, da muss man halt darauf achten, dass die halt immer in Regeneration sind, so, ne, damit das Ganze auch, damit man da keine Zeit verschwendet, beziehungsweise keine Schlüsselkarte, so, ne? Genau, und hier haben wir die Marken, so, die wichtig sind für die Wertung dann nachher später. Hier sind die Etagen, ja, hier momentan gerade bei 302, und wir sehen hier, das Ganze hat auch einen Reward. Hier bekommen wir die Höllenmarken, je nachdem bei welcher Etage wir sind, und bekommen halt auch dementsprechend Gold, wahrscheinlich je nachdem wie wir vom Level her veranlagt sind, denke ich mal. Okay, das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Dann habe ich hier noch ein paar Bilderchen bekommen, oder auch aus dem Discord, von dem neuen Achievement, was wir bekommen haben hier. Das ist wahrscheinlich der Endscreen vom Arena Manager, wenn man dieses Achievement freigeschaltet hat, was jetzt hier neu dazugekommen ist. Wenn man hier den Runenkaiser sammelt 10 Non-Vem Quadragintillion im Arena Manager, dann bekommt man hier ein neues Achievement dazu verbucht und hat dann wieder ein neues Achievement, halt eben ein paar Stat-Punkte mehr dadurch, und man erhält wahrscheinlich auch diesen Endscreen hier im Arena Manager, wo auch alles ein bisschen optisch überarbeitet worden ist. Ja, das erstmal so zu den News. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, soweit zum Elevator. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll auf den Stream am Freitag. Das wird sehr, sehr krass. Wie gesagt, wir sind ab 13 Uhr am Start, werden dann ein bisschen unsere Server durchklicken, dass wir überall die Alu fertig haben. Dann werden wir circa um 15 Uhr, wenn 2 Stunden vergangen sind, werden wir in die Show reingehen. Um 15 Uhr startet, glaube ich, die Show von Shakes & Fidget. Werden dort dann bis 16 Uhr bleiben, je nachdem, wie lange die Show geht. Und werden dann um 16 Uhr dann direkt erstmal kurz auf W54 unseren Char anschauen, ne, dass wir da, der ist ja bei mir schon vorregistriert, also alles cool. Dann werden wir aber nicht direkt W54 spielen, sondern wir werden erstmal auf meinem Main diesen Elevator spielen. Das ist das allererste, was wir machen, direkt um 16 Uhr, wenn dieses Event rauskommt. Und da werden wir versuchen, so weit wie möglich durchzupilzen und uns die 500 Etagen, die uns da bevorstehen, zu besiegen und halt dementsprechend so weit wie möglich zu kommen, so viele Marken wie möglich für unsere Gilde zu erlangen, zu erkämpfen und dann dementsprechend halt auch zu versuchen, diesen Profil-Hintergrund für den Avatar zu bekommen. Ich denke mal, auf meinem Main sollte das kein Problem sein. Wir sind hier die Platz 1 Gilde, hier wird auch alles überarbeitet, sehe ich gerade. Das ist cool, das sieht cool aus, das sieht ein bisschen clean aus, ja. Celtic ist stärker als wir, also die werden uns in die Tüte packen, aber wir sollten zumindest Platz 2 werden, denke ich mal.
Und damit haben wir auch dementsprechend einen Profilhintergrund. Das heißt, hier sind wir auf jeden Fall safe. Auf W27 sind wir, glaube ich, mit Abstand die beste Gilde. Ja, da sollte es auch kein Problem sein. Auf meinem Free-to-Play gucke ich jetzt nicht weiter nach. Und auf W50 kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Aber auf dem Server freue ich mich auch trotzdem davon ab, extrem ja, hier dran teilzunehmen und das mit den guten Holzis hier zu bestreiten. Und das wird ein sehr heftiger Kampf werden auf dem Server hier. Ich glaube, das wollen sehr viele Leute haben von den Top-Gilden. Und da werden da werden vor allen Dingen die Top 3 Gilden sehr krass drum kämpfen, diesen Profilhintergrund zu bekommen. Das ist ein sehr krasser Ansporn. Neben den Rewards, die man so oder so schon bekommt, durch die Gegner, wenn man die klatscht, ihr habt gesehen, da bekommt man Gold dadurch, plus man bekommt halt eben auch noch, je nachdem wie weit die Gilde gekommen ist, auch nochmal eine Belohnung. Also das ist rundumfänglich echt ein sehr, sehr geiles Event, worauf ich mich sehr, sehr freuen werde. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gehypt, ich freue mich drauf. Morgen werden wir uns selbst im Dungeon auf die Schnauze hauen. Ja, da werden wir uns selbst mal ein bisschen verdreschen. Da freue ich mich auch drauf. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentare dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.